Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Und Ente und begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei L.A.Noire, wo wir in der letzten Folge Rusty mal haben eiskalt irgendwo stehen lassen und immer noch dem Dahliamörder auf den Fersen sind und uns jetzt kurzfristig zwischendurch um ein Straßenverbrechen kümmern wollen, das ewig weit weg ist und das wir leider nicht per Schnellreisefunktion besuchen können, weil wir eben Rusty haben sitzen lassen. Aber naja, irgendwas ist ja bekanntermaßen immer. Und zwischen den nächsten beiden Folgen, also nicht nächsten beiden Folgen, zwischen dem nächsten Fall und diesem hier, wollte ich eigentlich nochmal auf die Jagd gehen nach versteckten Autos. Just a scratch. Ja. Ach du Grundgütiger, ist das weit weg. Das war fast gut. Dam, 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 dam. Oh Mann. Wenigstens haben wir ein schnelles Auto. Wir haben ja jetzt ein Secret-Auto uns geholt. Warum wird es so weit nach oben geschoben? Macht trotzdem Sinn, erst da unten hinzufahren, würde ich sagen. Denn da ist nämlich auch noch eine Brücke und über die Brücke müssen wir erst rüber. Es ist reichlich dunkel. Ich hoffe, ihr könnt mehr erkennen als ich. Denn bei mir ist es tatsächlich gerade sehr schwer, was zu erkennen, denn ich habe die Sonne mitten auf dem Bildschirm scheinen. So. Und jetzt haben wir auch wieder diesen tollen Grafikfehler. Plip, 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 plip. Plip, 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 plip. Mitten im Bild. Das nervt ja überhaupt nicht. Ich kann ihn aber gerade leider auch nicht wegmachen. So gern ich das wollen würde. Okay. Jetzt sind wir gleich da. Und dann gibt es gleich Straßenverbrechen-Action. Das ist ganz gut. Wir haben die ganze Zeit dazwischen diese Rätselpassagen mit dem Dahlia-Typen. Da ist es vielleicht ganz nett, zwischendurch mal Straßenverbrechen zu machen. Das sieht doch ganz gut aus. LAPD, stop what you're doing. Ah, shit. Up for some of the rough stuff, are you? Phelps, leave him be. Gut, dass wir den Schlägeranzug anhaben, mit dem wir uns besser prügeln. Get back here. Haben wir doch, oder? Ich glaube. Galloway. Schön, neues Auto freigeschaltet. Wir haben mittlerweile, ja, Moment, nicht ganz die Hälfte, aber fast. Bin mir nur nicht ganz sicher, wie wir mit diesem Wagen tatsächlich dieses Riesenauto von der Straße holen sollen. Careful. Tja, das sagst du so leicht. Ich kann den verfolgen, aber mit so einer Minikarre kann ich doch einen LKW nicht anhaben und der Galloway ist nicht da, um auf seine Reifen zu schießen. Also ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was die Quest von mir will. Außer dafür zu sorgen, dass der wahrscheinlich irgendwann irgendwo vorfährt und kaputt geht. Ich nicht, er schon. Wenn ich das mache, dann eher versehentlich. Weil ich so einen Grafikbug im Gesicht habe. Das sieht gut aus. Ach, guck mal, ist das Rusty? These people. Oh, fuck. Kannst du mal stehen bleiben und aussteigen? Danke. Ich habe ungefähr 100 Mal jetzt gedrückt. Show me your hands. Frank Morgan. Yeah, look, it was Harry's idea to boost the truck full of fishes, not mine. I was in the bar late talking and we... Save it. You two idiots can say hello to Adrian for me. Oh, god damn it. Wer war Frank Morgan? Muss mir der Name was sagen?
Mir sagt das gerade jedenfalls nichts. So, jetzt aber endlich mal zum eigentlichen Questort zurück. Und wir lassen am besten Rusty fahren. Denn das ist ewig weit weg. Bin gespannt, wie dieser Fall sich auch noch weiterentwickelt. Also bis jetzt haben wir ja quasi, außer dass wir so eine Schnitzeljagd machen, haben wir ja gar nichts. Ach, fuck. Das war das Falsche. Da wollten wir eigentlich hin. Ich hatte hier noch die Kirche markiert vom letzten Mal. Entschuldigung, Rusty, muss noch mal fahren. Can you drive to this one? Please. Da waren wir schon mal, oder? There's the throne up there. Now it's just a matter of getting to it. Na toll. Wieder mal eine Kletterquest. Hier waren wir schon mal. Hier hatten wir so ein riesiges Shootout. Das ist mittlerweile wahrscheinlich schon, keine Ahnung, gefühlte 100 Folgen her. Aber hier gab es schon mal was zu tun. Tja, wie kommen wir denn da hoch? Wir haben da vorhin diese Treppe gesehen. Ich dachte, die könnten wir jetzt hier einfach beklettern, die Treppe, aber sieht nicht so aus. Oh je, das könnte dauern. Das könnte ein bisschen dauern. Wir werden hier nicht versauern. Was ist das hier? Das sieht doch gut aus. Geht auf jeden Fall erstmal hoch. Hier geht's weiter hoch. Okay, er gibt mir einen Hinweis. Das ist gut. Dann bin ich hier wohl völlig falsch, ja? Na gut. Dann laufen wir mal zum guten Rusty. Rustikal. Ich finde es auch etwas unübersichtlich gerade. Aber... Hup, hier war ich doch vorhin schon mal. Ach, da ist das Ding. Bin ich da echt dran vorbeigelaufen? Na dann. So, und hoch und noch weiter hoch. And up, and down, and up, and down. Oh shit. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole, I'll get you off of there. Ich dachte, ich muss das wieder so schwingen wie beim letzten Mal. Okay. Und hepp. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole, I'll get you off of there. Ja, das sagst du so leicht. Nee. You gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. Kann ich so? Oh Gott. Alter, was eine Kackquest. Wie komme ich jetzt hier jemals wieder runter? Und wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren, ich gestehe. Ah, hier, das ist doch der Thron. Und was haben wir da? Nur noch ein Gedicht? Kein, doch, da ist noch was. Noch ein Ehre oder was? Oh nein. Typewriter ring. Evelyn Summers. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Oh Mann. Oh, so viel.
O bann die Angst aus jenem stieren Blick. Die bleichen Lippen schließ und lass die Stirn, die dornverwundete, nicht überströmen von Blut, es mengt mit deinen Tränen sich. Die Augen, die in Schmerzen rollen, lass in Frieden und im Tode stille stehen. So soll dein Kampf dem Kreuzesstamm nicht schüttern. Die blassen Finger sollen so nicht spielen. O Schrecklicher, ich spreche nicht deinen Namen, erwart zum Fluch, ich seh den Weisen, Milden, seh den Erhabenen, den Gerechten, die gehasst von deinen Sklaven, weil dir gleich durch faule Lügen seh, die ein Ich verjagt von ihres Herzens irgendwas dem früh gewählten, spät beklagten Heim. Oh Mann. The place he calls home. End of the line. Da habe ich aber eine Idee von Anfang an gerade bekommen, denn... Oh. Och nö. Schon wieder. Okay, woher soll ich das denn riechen? Entschuldige, liebes Spiel, das ist ein bisschen unübersichtlich gerade. Hier lang? Okay. Weiter einfach hier lang? Okay. Come on! Ah, no! Jetzt sind wir ja schon fast unten, jetzt ist doch harmlos. Oh Mann. I thought the whole thing was gonna come crashing down on you. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. Did you find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Ich habe bereits eine Idee. Da haben wir ja jetzt doch relativ viel auch gehört. Und in diesem Fall war es tatsächlich dann auch sehr einfach, denn Christ's Crown of Thorns. Und er hat ja auch irgendwie von dieser Krone, also von der Jesus-Krone sozusagen, von der Dornenkrone geredet. Ach halt, da kann ich einfach rückwärts raus. Da kann ich einfach rückwärts raus. God, you're gonna kill us! Quatsch. Ich habe da so einen Zaun Might see this as a cry for help. For God's sake, Phelps. I'm not trying to justify this. Hear me out, Rusty. This guy has been successfully slaughtering women in this town for half a year, maybe longer. He researches who he kills, and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters in the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. We would have 4 executed men on our conscience and have been happy about it. Why else is he doing this? You're the new face in the department, Phelps. The modern cop. Entschuldigung. Ich wollte echt extra noch gebremst, damit er da nicht schon cuttet, aber da ist er sehr weit mit dem Cut gewesen. Oh je. Oh, die Kirche ist verlassen. Interessant, dass dann hier überall Lichter an sind. Hat er seine Knarre in der Hand? Tatsache. Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Do you remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Carol Mason? Ich erinnere mich nicht an den Typen. Der ist doch gar nicht mehr da, oder?
Where did he go? Down the tunnel? We can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Wer war da nochmal Garrett Mason? I don't remember. LAPD, give yourself up. Wieso fühle ich mich schlecht, weil ich mich hier erinnere? Wieso ist das alles gerade so spannend? Wieso sieht man so gut wie gar nichts? Ich hoffe, ihr könnt das ansatzweise auf dem YouTube-Channel noch sehen. Ich finde es gerade sehr, sehr dunkel, aber wie gesagt, ich habe halt auch echt gerade mitten die Sonne im Screen. Das macht das Ganze sicherlich nicht einfacher. Ah. Oh, sweet Jesus. We're going down there? Yep. I'll go. Nein. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. You're an interesting man, Detective. Why the police force? You're obviously overqualified. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Leute, Entschuldigung, dass ich gerade nicht so viel sage. Es ist gerade echt spannend. Wer ist der Typ? Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Nein, denke ich nicht. Mist, ich sehe ihn nicht. Surrender now or I will use deadly force. Oh, Alter. This thing has come to an end. You know that. Ich muss da doch irgendwie rüberkommen. Hä? Ach, ist der gar nicht da, sondern... Ente. Are you acquainted with slaughter? Erstmal kurz gucken. Okay. Darum konnte der mich schießen, dass ich ihn gesehen habe. We were looking for a low achiever. Oh, mach ihn nicht noch böse, Phelps. Der Mann hat eine Knarre. Das ist gerade echt nicht unspannend. Are you comfortable out of the light, officer? Are you comfortable? Geht so. Ich als Officer schon, also Cole wahrscheinlich auch, aber ich glaube, meine Zuschauer und ich als YouTuber haben ein bisschen Probleme mit dieser Dunkelheit. Das ist total krass hier unten. Ach so, da ist er lang. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Der schießt schon wieder von irgendwo auf mich. Ich weiß aber noch nicht so ganz von wo. Ich bin gerade ein bisschen fertig. Merkt man vielleicht. Aber ist schwierig. Ich müsste den Typen jetzt langsam mal irgendwo erwischen, oder? Hier geht's wieder ein Stück nach oben. Hier ist wieder eine Sackgasse. Nee, doch nicht. Surrender now or I will use deadly force. Das ist schön, dass du mit ihm redest, aber er redet nicht mehr mit dir. Ist uns das aufgefallen? Jetzt sind wir hier an so einem Tor angekommen, das nicht aufgeht. Schön. Oh, ich bin völlig verwirrt hier unten. Auf jeden Fall habe ich ihn getroffen. This thing has come to an end. You know that. Hilfe, ich sehe nix. Ja, das war schwierig.
Da hatte er natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass er vor mir hochklettern Going konnte. down there. Ach nö. I'll go. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. You're an interesting man, Detective. Why the police force? You're obviously overqualified. You're exactly... Shit. Ich mach das gerade nicht gut, ne? Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Irgendwie konnte man nachladen. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Halt, das war klar, das wusste ich, das hätte ich jetzt vom letzten Mal noch wissen müssen. Da habe ich ihn jetzt auf jeden Fall getroffen. Scheinbar macht ihm das aber auch nicht so viel aus. Surrender now or I will use deadly force. Are you acquainted with slaughter? Was it trust you? And felt the fear. Understood the power. Ich wollte nur gerne mal ein paar Löcher in die Wand schießen. Ja. Entschuldigung. Dieser Fall macht mich auf jeden Fall fertig. Das ist echt eine schwere Sache hier. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich den Typen sinnvoll fertig mache. Ihr seht ja, ich habe ihn schon ein paar Mal erwischt. This thing has come to an end. You know that. Immerhin kenne ich jetzt den Weg in diesen Katakomben schon ein bisschen besser. Ich weiß, dass ich vor dem Gitter zum Beispiel noch dieses abbiege. Da habe ich ihn getroffen. Oh, ziehen mit dem Gamepad, ey. Nein, 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 nicht an die Wand lehnen, Cole. Rennen. Oh Gott, jetzt kommt wieder diese Stelle, wo er mich einfach erschießen kann wahrscheinlich. Weil die Kameraführung so brillant ist. Ich sehe nichts. Da sitzt er. Boah, ey, was eine anstrengende Nummer. Mann, war das schwer. Herr Jemine. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. You finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. So that's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boys of Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours and celebrate your promotion. Okay, bisschen viel Fahrzeugschaden. Ach du Scheiße. Ja, wir wurden versetzt. Unbefriedigendes Ende, aber okay. Okay, Folge hat eine extrem lange Länge, aber wir werden uns trotzdem wie immer das Intro zum nächsten Fall nochmal reinziehen. Ich werde an der Stelle aber trotzdem die Aufnahmesession auch nochmal wieder cutten. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie es weitergeht und dann treffen wir uns da beim nächsten Mal aber auch wieder.
breathe out, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Ich weiß immer noch nicht, was diese Rückblenden mit der Gesamtstory zu tun haben. Black Caesar. Phelps, welcome to Vice. This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. A special request was made to transfer you to Ad Vice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have 2 dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on 2 dead junkies. Did I ask your opinion, detective? 2 men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. You and the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay? Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy. War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Earth is that man Let's doing? rouse some hopheads. Neues Auto. Gut, kein Gespräch zwischen den beiden? Okay. Wir sind jetzt im anderen Police Department, oder? Tatsache. Und wir haben hier oben auch schon unser erstes Straßenverbrechen. Liebe Leute, trotzdem bin ich an dieser Stelle die Zementente. Ich mache einen Aufnahmeschnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an L.A.Noire. Wir haben den Dahlia-Mörder erwischt. Yay! Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sag ciao, ciao.